So, als erstes loggen wir uns hier ganz normal mit unserem Account ein. Wir gelangen dann zum Dashboard, wo wir die Top 100 Coins sehen können, sortiert nach Market Cap. Man kann jetzt als erstes alle Coins, die für einen interessant sind oder in die man investiert ist, hier mit einem Stern markieren und hat dann hier oben die Möglichkeit, sich dann auch nur entsprechend diese Favoriten anzeigen zu lassen, die man ausgewählt hat. Man hat auch die Möglichkeit, sich hier 100 Coins auf einen Schlag anzeigen zu lassen. Dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher, ist aber auch dann dementsprechend, bis die ganzen Werte hier angezeigt werden, mit entsprechenden Ladezeiten verbunden. Wir sehen hier einmal den Preis, wir sehen, wie sich der Preis hier in der letzten Zeit geändert hat. Was bei uns anders ist, wir haben hier einmal den Basswert, das ist die Anzahl der Leute, die über das Projekt reden. Und auch hier können wir erkennen, wie sich das in einer Stunde, an einem Tag, in einer Woche verändert hat. Und wir haben hier noch den Sentiment, der sagt, wie stark sich die Stimmung zum Positiven oder zum Negativen geändert hat, auch in einer Stunde, einen Tag, eine Woche. Was auf diesem Screen besonders wichtig ist und die Kernfunktion von Coin Analyst ist, sind die sogenannten Alerts. Die finden wir hier ganz rechts zu jedem Coin. So, nun klicken wir im Fall von Bitcoin hier auf das Alert-Symbol und sehen nun eine ganze Reihe von Alerts, die ich einmal kurz erklären werde. Zum einen haben wir hier das Amount of Documents exceeded by today's max. Das meint, wenn jetzt in dem letzten Tag die Anzahl der Dokumente um 20% angestiegen ist, bekommen Sie ein Alert. Wir haben das Ganze hier nochmal bei Weekly und Monthly. Man kann jetzt davon ausgehen, dass wenn Sie den Today Alert anhaken, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil dann, wenn das innerhalb von einem Tag um 20% steigt, dann gibt es auf jeden Fall ein Thema, über das jetzt plötzlich ganz viel geredet wird. Und das hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf den Kurs. Das haben wir auch schon häufiger beobachtet. Wenn es jetzt im Vergleich zu einer Woche oder zu einem Monat steigt, ist das schon weniger signifikant, kann aber auch durchaus Auswirkungen auf den Kurs haben. Dasselbe haben wir jetzt hier nochmal mit der Anzahl der positiven Dokumente. Also wenn jetzt plötzlich viel mehr positiv über den Bitcoin geredet wird, bekommen Sie ein Alert. Da gilt dann hier entsprechend dasselbe. Also auch kann man davon ausgehen, dass dann in dem Fall der Kurs steigen wird. Dasselbe haben wir dann hier natürlich nochmal mit den negativen Dokumenten. Und auch ganz wichtig, besonders für die kleinen Coins, sind die Anzahl der Scam-Dokumente. Das ist, wenn jetzt plötzlich um 20% im Vergleich zum Vortag oder zur Woche, Monat die Anzahl des Wortes Scam stark ansteigt, dann sollte man mal reingucken und kann nämlich davon ausgehen, dass immer mehr Leute drüber schreiben, ist ein Scam. Das heißt, es kann eigentlich sehr schnell passieren, dass der Coin ins Bodenlose fällt, also auch ein sehr wichtiger Alarm. Und hier haben wir das Ganze nochmal, ob der Preis um 5% fällt oder steigt. Auch ein Alert, weil dann kann man hinterher gucken, was kann das jetzt ausgelöst haben und sich entsprechend informieren und vielleicht auch noch zeitnah reagieren und für sich entscheiden, wird er jetzt noch weiter steigen oder wird der entsprechend fallen. So viel zu den Alerts. Kann mich dann hier für welche entscheiden. Da muss jeder mal ein bisschen probieren, was für ihn das Richtige ist, je nachdem, ob man eher an Langzeitinvestments interessiert ist oder eher der Daytrader ist. Kommen wir nun zu der Statistikseite. Dafür machen wir das Ganze hier zu, klicken auf Statistics. Als erstes können wir hier dann entsprechend den Coin auswählen, für den wir die Statistiken sehen wollen. Bleiben wir in dem Fall erstmal bei Bitcoin. Wir sehen hier als erstes die Trendansicht.
Das ist die Anzahl der Leute, das sehen wir hier an der gelben Linie, die über den Bitcoin reden. Man sieht hier, dass es zum Beispiel jetzt ein bisschen runtergegangen ist die letzten 2 Tage. Wir können die Punkte jetzt anklicken und dann sehen wir auch, aus welchen Daten sich das Ganze zusammensetzt und können dann hier ein bisschen suchen, welche Informationen wir finden. Ist da was Interessantes dabei? Wird über ein interessantes Thema geredet? Wir haben auch hier, das ist ganz wichtig, haben wir im Moment für die großen Coins, sind die High Impact News. Da analysiert ein Algorithmus über verschiedene Verfahren, filtert diese News heraus, die einen besonders starken Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben könnten. Also hier kann man besonders gut gucken, um sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade aktuell so los ist im Bitcoin-Bereich. Auch ganz schön, wir haben hier unten sehr viele Filter. Wir können jetzt, wenn wir zum Beispiel einen längeren Zeitraum haben wollen, können wir das auf einen Monat ausdehnen. Und wir können zum Beispiel auch die Datenquellen eingrenzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur eher sehen wollen, was auf Twitter und Reddit gesprochen wird, können wir das hier entsprechend auswählen. So, jetzt machen wir nochmal Reddit rein. Und dann aktualisiert sich das Ganze auch. Wir sehen jetzt auch hier rechts, wir haben jetzt nur noch Reddit und Twitter-Nachrichten. Und jetzt sehen wir auch hier, dass wir zum Beispiel nur bei 2400 täglichen Nennungen des Bitcoins sind. Und so kann man sich da einen schönen Überblick drüber verschaffen, wie viele jetzt über Bitcoin gerade sprechen und warum. Interessanter wird das Ganze noch, wenn wir auf den nächsten Screen klicken, das Sentiment, denn dort ist das nochmal nach positiv, neutral und negativ sortiert. Wir können durch Klicken der Punkte hier uns jetzt zum Beispiel nur die positiven oder auch nur die negativen anzeigen lassen. Und hier kann man dann auch insbesondere, wenn ich das jetzt mal auf einen Monat erhöhe, auch sehr schön sehen, wie sich das Ganze über einen längeren Zeitraum verhalten hat. Genau, das sehen wir hier sehr schön, dass es da auch immer wieder Erhöhungen gibt. Und vor allem, was halt auch ganz interessant ist, dass häufig nach so einem Preisverfall hier viel über den Bitcoin geredet wird. Hier sieht man das ganz schön, dass nach einem Kurzsturz hier das Negative wieder ansteigt. Und da können wir uns jetzt angucken bei Twitter, Reddit, warum reden die Leute gerade negativ über den Coin, was ist da los und können so dann auch weitere Trading-Entscheidungen treffen. Was noch zu sagen bleibt, wir können das Ganze hier auch nach Languages filtern. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Englischen nicht so gut sind, können wir es auf German setzen. Allerdings ist es gerade bei den kleineren Coins dort sehr schwer, viele Dokumente zu finden, weil sich das meiste natürlich in Englisch abspielt. Aber wer möchte, kann natürlich auch auf Deutsch umspringen. Wir haben hier noch eine Spam Detection, die ist automatisch aktiviert, die versucht, so Leute rauszufiltern, die zum Beispiel immer wieder das Gleiche sagen und das massenweise posten. Und wir haben noch eine Fake Detection, die versucht mit einem Algorithmus Nachrichten, die eher auf Fake-Seiten publiziert wurden und dann im Netz die Runde gemacht haben, entsprechend zu filtern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die sogenannten Influencer. Das ist auch ganz interessant. Hier können wir jetzt im Fall, weil hier noch Twitter und Reddit eingestellt ist, zum Beispiel die Leute ausmachen, die besonders viel über Bitcoin reden. Kann man hier auf View Docs klicken und kann sich dann anschauen, was die Leute so schreiben oder was die zu sagen haben. Und dann, wenn sich das interessant anhört, kann man diesen Leuten auch entsprechend folgen. Dann haben wir hier die Term Relation. Die zeigt an, welche Wörter häufig in der Nähe des Bitcoins auftauchen.
Das ist dann entsprechend eine weitere schöne Analyse, um besonders aktuelle Trendthemen zu erkennen. Wir sehen zum Beispiel hier das Wort Krypto, das ist besonders häufig mit XRP zusammen genannt wird, mit Ethereum. Und hier kann man dann auch gucken, wenn sich das signifikant ändert, welche Gründe hat das. Zeigt das jetzt hier auch alles wieder zusammen mit Twitter und Reddit an. Und daraus können wir dann auch entsprechend unsere Informationen ziehen. Wir haben das Ganze hier noch mit der Tech Cloud. Das funktioniert ein bisschen anders. Das sorgt dafür, dass wenn wir zum Beispiel einen Artikel zum Thema Bitcoin haben, welche Wörter in diesen Artikel besonders vorkommen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel das Wort TradingView ist in dem Fall eine ganz interessante Geschichte, weil sich da Leute auf TradingView-Charts beziehen und da kann man dann auch sehr gut die Meinungen von vielen Leuten finden, die da im Zusammenhang mit TradingView was mit dem Bitcoin erwähnt haben, können uns dann auch zum Beispiel Charts anschauen und so weiter. Auch sehr gut, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Wir sehen hier zum Beispiel auch immer wieder das Wort Buy oder Sell auftauchen. Buy ist natürlich auch interessant, kann man anklicken, sehen wir das jetzt hier wieder nur bei Twitter und Reddit und können dann sehen, warum die Leute gerade sagen, du sollst jetzt unbedingt den Bitcoin kaufen. Dann haben wir hier noch den Forecast. Dieser analysiert zusammen mit den ganzen Daten, die wir haben, ob der Preis steigen oder fallen wird. Das sehen wir dann hier und er versucht dann eine Zukunftsaussage darüber zu treffen, ob der Preis eher steigen oder fallen wird. Das sehen wir hier, sobald wir über die 0.0 kommen. Ab da müsste der Preis möglicherweise ganz geringfügig steigen. Wir sehen nämlich hier, wie gut das Ganze die letzte Woche funktioniert hat. Da sieht man, wir hatten eine Trefferquote mit 70%. Das heißt, wenn es jetzt diese Woche wieder genau so ist, kann man davon ausgehen, dass die Vorsage zu 70% zutrifft. Das heißt, wenn wir jetzt noch von der Charttechnik her sehen, der Preis müsste jetzt eigentlich nach oben gehen und wir haben noch hier diese 70%, die sagen, jetzt ist hier mal so langsam die Grenze geknackt, wo es wieder nach oben geht, dann könnte das für den Trader ein guter zusätzlicher Indikator sein. Auch kann man bei einem niedrigen Wert, insbesondere wenn dieser unter 50% ist, davon ausgehen, dass jetzt gerade in der letzten Woche wieder starke Marktmanipulationen stattgefunden haben, zum Beispiel von Wahlen, die enorme Summen an Bitcoin gekauft oder verkauft haben. Das taucht natürlich nicht in den News, nicht in den ganzen Algorithmen auf und so weiter. Kommen wir zum letzten Punkt, das ist das Portfolio. Hier haben wir die Möglichkeit über Add Asset die Währung, die wir gerade halten, hinzuzufügen. Man wählt dann hier den Coin aus, sagt, wie viel man gekauft hat und zu welchem Dollarpreis man den Coin gekauft hat. Macht man das, erscheinen die Coins hier entsprechend. Nun sehen wir hier nochmal den Wert des Kaufpreises für alle Coins. Dann, was alle Coins zusammen, die wir gekauft haben, aktuell wert sind. Hier sehen wir, wie sich der Wert meiner Coins seit dem Verkauf geändert hat. Und hier wird gezeigt, wie sich der Preis der Kryptowährung nach dem Kauf verändert hat. Wir können unsere Kryptowährung auch hier links anklicken. Dann sehen wir hier nochmal den Forecast, die Preisentwicklung und die letzten News dazu. Soweit erstmal von Coin Analyst. Was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist zu erwähnen, hier unten haben wir einen Button, der erklärt das Ganze nochmal sehr ausführlich in Textform. Es gibt hier eine englische Version für alle, die mit einem englischen Browser unterwegs sind, so wie ich es gerade eingestellt habe.
und auch eine deutsche Version für die, die entsprechend mit einem deutschen Browser unterwegs sind. Das war's fürs Erste zu unserem Soft Launch von Coin Analyst.